So, heute mal die technischen Daten als Vergleich zwischen Minicut und Gardner Happy Cut. Viel Spaß beim Video. So, kommen wir zu Optik Design. Man muss schon wirklich sagen, dass Minicut hier seine Hausaufgaben gemacht hat. Hier gibt es knalligere Farben, es gibt dieses Neongelb, Orange, Rot, Blau. Dazu die helle Rumpffarbe, die heizt sich eben bei Hitze im Sommer nicht ganz so auf. Und finde ich persönlich moderner, besser, aber über Geschmack lässt sich streiten. Gardner setzt hier weiterhin auf die Kombination Rot-Schwarz. Ja, aber seit 40 Jahren haben die die Produktreihe mit Rot-Schwarz, von daher ändern die diese Farben wahrscheinlich noch nicht. Ich würde also sagen, vom Coolness-Faktor her und von den Farben hat hier Minicut klar die Nase vorn. So, kommen wir zum nächsten, zur Produktserie. Was bietet Minicut generell an und was bietet Gardner an? Bei Minicut sind es ziemlich viele Modelle. Es geht los mit dem Guppy, dann der 310er, den es in 2 Varianten gibt, den 420er in 3 Varianten. Es gibt noch eine 4., aber da ist nur das Design anders. Und den 460er nochmal eigentlich in einer Variante. Die anderen Varianten wären dann mit Carbon. Hier den 420er kann man auch mit Carbon noch ausstatten. Also relativ viele. Meine Erfahrung ist allerdings, dass die ersten beiden Kategorien, sowohl der Guppy als auch der 310er, wirklich nichts für richtige Segler sind. Die Boote sind zu kurz, 3,10 Meter ist der 310er und der Guppy ist auch so in diesem Bereich. Die Boote sind zu kurz, sie nehmen jede Welle mit, sind nur am Schaukeln, man kann keine Strömung aufbauen, sowohl im Segel als auch im Wasser. Deswegen würde ich persönlich sagen, gibt es beim Minicut eigentlich nur die 420er Serie, wo es 3 verschiedene Modelle gibt und dann eben noch den 460er. Also eigentlich 4 verschiedene Modelle plus noch Carbon-Variante. Bei Happy Cut, beim Gardner, sind es der Neo, der Evolution und der Hurricane, den man jeweils auch noch mit dem Carbon-Mast machen könnte. Das sind also nur 3 Varianten. Ich finde aber, dass diese 3 Varianten ziemlich gut abgestimmt sind. Es wird alles kleiner, geschweige denn größer. Bei Minicut sind teilweise dann technische Änderungen noch mit dabei. Der 420er Instinct, also der erste von den 420ern, ist mit durchgelattetem Großsegel, was ich persönlich besser finde, anstatt mit einem Baum. Die anderen sind dann wieder mit einem Baum. Also hier muss man ein bisschen aufpassen, was man wirklich selber lieber mag. Bei dem Gardner gibt es sowas gar nicht. Also es gibt nur durchgelattete Segel und fertig. Also auch von der Produktserie keine riesigen Unterschiede. So, kommen wir zu Aufbau, Abbau. Man muss sagen, dass Minicut hier ein bisschen aufgeräumter ist, nicht ganz so viel Schnickschnack hat. Es sind weniger Verspannungen. Das merkt man nun wieder auch beim Segeln. Er ist tordiert wesentlich leichter, ist nicht ganz so stabil. Von der Aufbauzeit nehmen sich beide Boote nicht so viel. Und man muss sagen, dass hier Gardner viel Zeit spart bei der Trampolinverspannung. Denn hier wird im Gegensatz zu Minicut das in diese Nuten das Trampolin reingezogen, was eine enorme Zeitersparnis ist. Bei Minicut muss man die Seile noch rumschnüren, was dann einfach wesentlich länger dauert. In Summe braucht man aber für beide Boote eigentlich ähnlich viel Zeit zum Aufbau angegeben, so zwischen 35 Minuten, 45 Minuten, und das kann ich auch nur bestätigen. Kommen wir zum größten Unterschied, den man auch optisch schon sofort sieht, und zwar die Finnen, geschweige denn das Schwert. Hier setzt Minicut auf Finnen, die unterhalb vom Rumpf positioniert sind. Ich finde die eigentlich nicht so schlecht, denn andererseits schützt man den Rumpf und stellt ihn nicht jedes Mal auf den Boden direkt ab. Aber man sieht jetzt auch schon hier, dadurch, dass hier ein bisschen Wind drin ist, die werden natürlich auch entsprechend stark belastet. Von der Abdrift muss ich sagen, habe ich kaum einen Unterschied gemerkt, sowohl Minicut
hat kaum Abdrift, als auch der Grabner mit seinem Schwert. Es ist also wirklich erstaunlich, wie super gut diese Finnen eine Abdrift auf Armwindkurs oder auf Halbwindkurs verhindern. Von der Konstruktion werden die reingeschoben und ob das nun strömungstechnisch so ideal ist, sich dann da diesen Widerstand durchs Wasser zu ziehen, weiß ich nicht. Generell finde ich es halt gut, dass man einfach das Boot drauf abstellen kann und nicht auf den Rümpfen liegt. Ich habe es euch oben mal verlinkt, unsere Rügen-Umsegelung. Hier sieht man natürlich auch, dass man extrem wenig Tiefgang hat. Man muss sich nur um die Pinne kümmern, die man dann eben ein bisschen hoch macht. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass man über Sandbänke drüber rutschen kann. Oder eben auch, wenn man dann an Land das Boot stellt, dass man, wo es steinig ist, muschelig, dass man es nicht direkt abstellen muss auf die Rümpfe. Bei Grabner ist natürlich der Unterschied mit dem Schwert. Hier hat man natürlich den Nachteil, wie ich finde, man hat eine zweite Sache zu bedienen. Man muss sowohl, wenn man in den Hafen reinkommt, die Pinne hochnehmen, als eben auch das Schwert. Und wenn das Boot kränkt, also schräg fährt und auf einem Rumpf zum Beispiel fährt, dann taucht das Schwert natürlich aus. Man kann bei Minicut natürlich auch argumentieren, eine der beiden Finnen sind dann auch aus dem Wasser. Aber ja, generell glaube ich einfach, dass jeder hier gucken muss, mit was er am besten klarkommt, wo seine Vorteile sind. Wenn man jetzt zum Beispiel beim Grabner nicht möchte, dass der Rumpf ständig auf dem Boden ist, dann könnte man hier auch die Räder kaufen. Man sieht jetzt auch hier, dass der Rumpf nicht komplett auf dem Boden ist, sondern leicht erhöht. Also um das zu verhindern, dass die Rümpfe nicht permanent auf dem Boden liegen, könnte man sich hier auch die Reifen für hinten noch bestellen und hat gleich einen Trailer noch dazu. Und ansonsten fällt natürlich die Rumpfform auf. Man hat hier bei Grabner das ziemlich genial gelöst und hat diese Wave-Piercing-Bugform gemacht. Minicut setzt hier weiterhin auf diese Bananenform, aber ihr seht es in meinen anderen Videos, oben auch wieder verlinkt, das ist eben um einiges schnittiger, es geht besser durch die Wellen und durch diese Bananenform hat man vorne einfach einen riesigen Wasserwiderstand, der auch spritzt. Das kann schön sein, aber ist es in der Regel nicht, weil es einfach Fahrt kostet, Geschwindigkeit. Das ist also auch vor allem ein großer Unterschied. So, kommen wir zur Qualität. Der Minicut wird in Tschechien produziert und der Grabner Heavy Cat wird in Österreich produziert. Und man muss schon sagen, dass der Minicut wirklich aufs Minimum skaliert ist, von den Materialstärken her, Mast, auch das Trampolin, auch das Gestänge. Es ist alles wesentlich dünner. Selbst vom Segelstoff merkt man, dass die Segel dünner gemacht sind als jetzt beim Grabner. Und ja, vielleicht ist auch genau das der Grund, warum ich bei Minicut, ich hatte den Guppy, ich hatte den 420er Instinct, den 420er Evoke und den 460er, warum ich in Summe 4 Schäden hatte mit Minicut innerhalb von 2, 3 Jahren. Vielleicht spiegelt das einfach die Qualität ein bisschen wider. Beim Grabner, hier hatte ich den ganz Vorgängermodell, den Happy Cat Vision. Und jetzt eben den Hurricane. Hier hatte ich noch keine Schäden. Und ich bin diese Boote ähnlich lange gesegelt wie auch den Minicut. Sodass ich von der Qualität als Fazit sagen würde, dass Grabner wirklich die höhere Qualität hat, stabiler, dadurch auch vom Gewicht eben natürlich mehr, aber alles etwas robuster. Kommen wir zum Service. Wie ich schon angesprochen habe, ich habe bei Minicut schon ein paar Schäden gehabt und der Service war okay. Bei Grabner hatte ich bei dem alten Modell auch einen Schaden und hatte hier bei dem neuen Boot auch eine Kleinigkeit, die von Berg aus schon falsch war. Und da war der Service wirklich ziemlich gut. Mir wurde innerhalb von einem Tag sofort geschrieben, es wurde ausgetauscht und alles. Also hier muss ich sagen, man ist auch mit vielen verschiedenen Experten in Kontakt. Also selbst wenn man seglerische Fragen hat, wurde mir innerhalb von 24 Stunden eigentlich hier geantwortet. Bei Minicut ist es alles ein bisschen, ich will nicht sagen privater, aber nicht ganz so professionell. Ich musste auch meine Schäden, die ich damals hatte, musste ich auch selber reparieren.
musste mir halt entweder einen Segelmacher vor Ort suchen oder irgendeine andere Werkstatt, musste den Mast anbohren und so weiter. Es wurde mir also nicht sofort geholfen und ich hätte auch erstmal die Teile ins Werk schicken müssen, dann werden die kontrolliert und so weiter und man möchte das Boot natürlich nutzen. Ähm, Das ist so ein bisschen das Problem, was ich bei Minicut immer hatte. Ansonsten hat es auch innerhalb der Garantiezeit geklappt und man hat Ersatzteile bekommen oder eben repariert. Aber vom schnellen, guten Kundenservice muss ich sagen, dass Grabner etwas professioneller agiert. So, kommen wir zu Platz, Größe und Gewicht der Boote. Man muss natürlich sagen, dadurch, dass Minicut hier an der Qualität ein bisschen gespart hat und das alles sehr leicht fabriziert hat, ist der Minicut in der Regel auch um die 30% leichter als der Grabner. Von den Packtaschen her gibt es da kaum einen Unterschied. Die 420er-Reihe wird mit 2 Packtaschen geliefert und der 460er bzw. dann eben auch der Hurricane sind 3 Packtaschen. Unterschied beim Grabner ist allerdings, dass hier die Packtaschen Rollen hinten haben, was ich sehr angenehm finde, denn man darf nicht vergessen, so eine Packtasche wiegt dann 25 bis 30 Kilo und die zu tragen ist wirklich nicht angenehm und da machen sich so eine Rollen wirklich um einiges besser. Ansonsten bietet der Grabner auch noch ein bisschen mehr Platz an Bord, denn man hat hier die Möglichkeit, vorne noch ein Bugtrampolin zu machen und sogar hinten, das gibt es bei Minicut gar nicht, noch ein Hecktrampolin zu machen. Beide Trampoline kann man als Erwachsener begehen. Bei Minicut sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Hier vorne nur Befestigungen an diesen Schlaufen, in diesen Ringen. Und damit kann man vielleicht nur ein bisschen Gepäck drauflegen, aber man kann selbst nicht als Erwachsener draufgehen. Vom Platzangebot beim Segeln also ist der Grabner wirklich größer, besser, auch von der Pinne. Dadurch, dass die Pinne so weit nach hinten gestreckt ist, durch die zusätzliche Stange hier, wirkt das alles etwas aufgeräumter auf dem Trampolin. Bei Minicut haben sie das hier nicht gemacht. Hier sitzt der Steuermann einfach weiter vorne und dementsprechend verliert man auch ein bisschen Platz auf dem Trampolin. So, kommen wir noch zum Preis. Man muss natürlich sagen, dadurch, dass Minicut alles ein bisschen günstiger produziert und auch von dem Material nicht ganz so hochwertig ist, ist der Minicut einfach mal günstiger. Wenn man jetzt den Guppy und den 310er, weil ich den einfach nicht empfehlen kann aus eigener Erfahrung, rausnimmt und beim 420er startet man bei einem Preis von 5.520. Beim Grabner wäre es dann der Neo, der bei einem Preis von 7.790 startet. Ohne Zubehör natürlich immer. Und wenn wir uns jetzt die größten Boote angucken, dann ist Minicut mit dem 460er in Carbon bei einem Preis von 8.450 Euro. Und bei Grabner wäre es dann der Hurricane Carbon mit einem Preis von 12.790. Man kann also schon sagen, dass Grabner hier wirklich teurer ist und Minicut um 30% ungefähr günstiger. Ähnlich sieht es auch beim Zubehör aus. Grabner ist hier auch etwas teurer als Minicut. Ansonsten unterscheiden sich die Sachen nicht großartig. Es gibt hier Trapeze, es gibt Trailer, Sitzkissen, es gibt alles Mögliche. Da unterscheiden die sich nicht großartig. Das Hauptding ist wirklich der Preis. Und hier muss man selber natürlich dann sich überlegen, was man für ein Typ ist, ob man mehr die Qualität haben möchte oder mehr auf den Geldbeutel guckt. Schreibt mir dazu auch gerne in die Kommentare oder fragt mich dazu auch nochmal, was ich euch empfehlen würde. Und ja. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen vielleicht auch bei einer Kaufentscheidung. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, welchen ihr jetzt kaufen müsst. Das kann ich euch so pauschal nicht sagen. Es ist wirklich individuell. Segelt ihr alleine, segelt ihr mit Familie, segelt ihr sportlich oder einfach mehr eine Kaffeefahrt. Ihr könnt mich gerne anschreiben, ihr könnt mir Kommentare schreiben, lasst natürlich dann auch ein Like da. Fragt mich, dann kann ich euch dazu auch gerne beraten, wo ich glaube, welches Boot für euch besser geeignet wäre. Ja, Like nicht vergessen und viel Spaß.